Hallo zusammen, ich heiße Katharina und ich freue mich, euch zu meinem neuen Video über den Handarbeit euch einzuladen. Was ihr hier seht, ich habe mit meinen eigenen Händen gemacht. Und heute wollte ich euch erzählen und zeigen mein fertiges Objekt, meine fertige Jacke, und tada, die ist fertig. Nach der Anleitung von den Katja aus Originalwolle, nur keine Originalfarbe. Das ist dazu später, aber jetzt habe ich eine kleine Video für euch gemacht, wie es das Ganze aussieht. Und bis später. Willkommen zurück. Jetzt haben Sie ein Video gesehen, wie es das Ganze aussieht, und das war die Originalanleitung, kostenlose Anleitung. Ich habe schon mehrmals das gesagt. Konzept bei Katja, Funny Socks and More, 8-farbigen Socks, und aus die Farbe ich erinnere gar nichts, aus welche Farbe habe ich gestrickt, und dein Bündchen ist weg. Ein Moment, ich bringe jetzt so. Das ist die Farbe 151. So sieht das aus in den Knolle. Werde ich das wegtun, und so sieht das aus in den ganzen, in der ganzen Jacke. Genau. Ich habe nach Anleitung und doch nicht nach Anleitung gemacht. Wenn Sie hier sehen, das ist das Raglan, aber das sollte man von unten nach oben stricken, und da, das ist mein erster Raglan. Das ist mein erster Raglan von unten.
Ich habe das nur, ich denke, fertig gekriegt wegen der Farbe, weil die Farbe ist sehr unterhaltsam und man hat Spaß, die Jacke zu stricken, und deswegen habe ich diese Jacke fertiggestellt. Ja, 3 Knollen ich habe verbraucht, genauso wie in Anleitung steht, und ich habe große 44, 46 gemacht, und ich habe hier dann, ups, habe ich alles vorbereitet, hier den Rest. So viele Reste habe ich. Das ist 28 Gramm, habe ich schon gewogen. Jacke habe ich nicht gewogen, aber kann man da ausrechnen, wenn es das eine Knolle 150 Gramm, 2 ist das 300 und 3 ist das 450 minus ja, rund 30 Gramm, das ist 420 Gramm ungefähr, wiegt dann die Jacke. Und wie ihr seht hier, die Jacke soll kurz sein, und ich habe länger gemacht, und deswegen, ich denke, bei mir dieser Halsausschnitt ist auch irgendwie länger. Das ist das hier, das ist der erste Knopf in dem Modell, ist das, wo der Brust ist und bei mir ein bisschen tiefer sieht. Ja, Hin- und Rückreihe, wo es den Körper macht, Spaß zu machen, aber wann es das denn Raglanlinie anfängt zu machen, da muss man tierisch aufpassen, und ich finde, da am Ende muss ich ehrlich sagen, ich musste ein bisschen fuschen und zurückstricken und wieder zurück. Gott sei Dank, wir haben mit eine meiner Zuschauerinnen, danke schon dafür, zusammengetan. Sie strickt auch Jacke aus Originalwolle, die sie bei mir gekauft haben. Danke auch dafür, aber aus anderer Farbe. Wenn sie mir erlaubt, dann kann ich auch in ein Foto hier stellen, wie die andere Farbe aussieht. Dann kann man da vergleichen. Aber ich habe schon gesehen, dass in der Knolle und was es hier an den Socken angebildet ist, ich habe schon auch gesagt, sieht das gleich aus, aber an einem ganzen großen gestrickten Stück sieht man, wo ist Unterschiede liegen. Genau, der andere Farbe ist auch so schön. Habe ich gedacht, vielleicht, wenn ich den zweite Jacke stricke, dann werde ich auf andere Jacke, auf andere Farbe stricken. Genau, da muss man tierisch aufpassen, wenn es diese Raglan-Schräglinien weitergehen, und am Ende muss ich da den fuschen, weil am Ende, ich denke, da wurde die Übersetzung nicht so korrekt gemacht, aber trotzdem ist das ja, habe ich gekriegt, ja, musste ich ein bisschen zurückstricken und danach wieder das Ganze machen, und zweite Mal, ich denke, habe ich richtig gemacht, aber ich weiß nicht, wie es das Ganze gemeint war, weil ich denke schon, dass da am Ende war nicht so korrekt übersetzen, nicht korrekt übersetzen. Genau, was ist das hier?
wenn ich das nächstes Mal das stricke, wenn es das werde, das ist das zum Beispiel, ich zeige euch, so, man muss den Kragen nachher nähen und dann hier muss man zwei Seiten den Kragen auch zusammen nähen. Und ich habe versucht, das zu machen. Ja, 3-mal habe ich das gemacht, aber diese Naht hat mir immer noch nicht gefallen. Nach dem Waschen, ich habe gedacht, ja, es wird irgendwie besser, aber ja, hat mir dermaßen gestört, diese Naht, wo den Kragen zusammen, zwei Seiten an den Kragen zusammen genäht muss, dass ich habe gedacht, okay, ich habe das gekauft, diese Handmade Etiketten, und habe ich einfach da gemacht, dass mir diese Naht nicht stört. Hier ist das eine Herzchen und auf anderer Seite dann ist das Handmade. Ich habe das ohne diese Dings gewaschen. Ich weiß nicht, wie dieser silberne Knopf wird. Und ich weiß, dass viele mögen diese breite Halsausschnitte, aber ich nicht. Ich nicht. Mir ist lieber, dass es das irgendwie enger an den Hals liegt, und ich finde, dass diese Jacke musste ich eine große, kleine noch stricken, weil den Schultern, die liegen so breit, dass vielleicht, das ist nicht der Fall, aber kommt bei mir das Gefühl, dass die fallen jetzt raus. Könnt ihr an Video wahrscheinlich sehen, ja, vielleicht die sitzen da ganz normal, aber das Gefühl, dass ich musste immer irgendwie so machen. Genau. Und was habe ich anderes gemacht? Ich habe ein bisschen länger den Körper gestrickt, weil ich habe das gemessen, wo ich musste schon für den unteren Arm abketen, die Maschen. Da waren mir zu kurz, ehrlich gesagt. Ich mag nicht, dass der unteren Rücken frei wird. Deswegen habe ich entschieden, ein bisschen länger zu stricken, wie es jetzt ist. Gefällt mir. Und ich habe trotzdem diese Länge 3 Knollen gebraucht, und die Ärmel habe ich auch ein paar Zentimeter länger gestrickt, aber ist wahrscheinlich, war nicht nötig. Die Ärmel, ja, die sind tick größer jetzt, länger, die sind tick länger, so ist da als soll sein, und ist wie es ist. Aber die Farbe hat mir total gefallen. Wie gesagt, ich habe diese Jacke fertig gekriegt, weil diese Farbe hat mir Freude gemacht, das zu stricken. Ich weiß nicht, ob ich diese Jacke tragen werde. Ja, natürlich werde ich tragen, aber ich habe nicht jetzt, aber später wahrscheinlich, nach ein paar Projekten die gleiche Jacke zu stricken, aber ich erzähle meine Gedanken, was werde ich vielleicht anderes machen. Ich werde eine große
höher stricken, dann bedeutet 40, 42 und wahrscheinlich fange ich an, wo die Raglanlinie quasi anfangen von der Mitte nach oben, dann kann ich kontrollieren, wie breit soll dieser Halsausschnitt sein und dann, wenn es diese Oberkörperteil fertig wird, dann werde ich den Arme und den Körper nach unten stricken. Und dann meine Gedanken so, dann kann ich besser kontrollieren, wie lang soll ich stricken. Ja, kann ich sofort quasi anprobieren, wie lang sollen meine Ärmel sein, wie lang sollte mein Körper sein, dass ich nicht, ja, ist das 28 Gramm, ist nicht viel Rest geblieben, aber möglicherweise, dass ich zum Beispiel den Körper länger mache, je nachdem, wie mir gefällt. Aber die Frage ist nur, wenn ich einen Teil nach oben stricke und den anderen Teil nach unten stricke, wie es denn Maschenbild wird aussehen. Hat jemand schon sowas gestrickt? Sieht man den Unterschied oder nicht? Oder den Farbverlauf ist so bunt, dass da keine Maschenbild wird stören, ja? Das alles zu dieser Jacke. Ich bin froh, dass ich habe fertig das gekriegt. Werde ich unbedingt die tragen zu besonderen Anlässen, nicht zu besonderen Anlässen, ja, aber genau, vielleicht verschenke ich oder jemand hat dann noch den anderen Interesse. Ich habe noch zwei kleinere Projekte. Ich versuche immer noch mein perfekter Stirnband zu machen auf diese Adi Express Rundkurbelmaschine. Ich zeige euch jetzt, was habe ich da gemacht. So, das ist mein Stirnband. Mein Stirnband. Das ist die blaue Wolle. Die liegt schon lange bei mir. Das ist von Alizé, von Firma Alizé. Hier ist 75% Acryl und 25% Wolle. Das ist fast nur umgekehrt. Ich habe gedacht, fast den Sockenwolle, aber nur umgekehrt. Ja, in Sockenwolle 75% Wolle und 25% Acryl. Okay, und das habe ich gemacht. Ich denke, jetzt ist das, sieht gut aus. Ich mag, dass es da ein bisschen drückt an den Kopf. Nicht so, dass da aber dass ich das fühle, dass ist das nicht locker. Ja, und hoffentlich ist das nicht so eng an meinen Kopf und dann wird das nicht nach oben ziehen, ja. Aber wie ihr seht, das ist das, ja, kann ich mich bewegen und der zieht nicht nach oben. Muss ich noch ausprobieren zu tragen. Also hier seht ihr, das ist das andere Farbe. Ja, ich musste paar Zentimeter noch dazu stricken und ich habe gedacht, ich nehme eine andere Farbe und das ist das gewisse etwas, oder sagt ihr, das ist das nicht so gut. Okay, das ist mein Stirnband.
er bleibt. Ich denke, ich werde ihn tragen, weil morgen früh ist schon kühler als Mittag und man braucht was Kleineres. Genau, gefällt mir. Wahrscheinlich ist das schon nicht perfekt, aber ein Schritt dafür, dass ich dann den Stirnband noch weiter in Entwicklung wird, und das ist der erste Modell. Oder? Aber sieht gut aus, gefällt mir. Jetzt ist zu Hause, dann fängt meine Ohren an zu jucken, ja, wegen den Wolle, die da ist. Ich werde die ausziehen, und jetzt ist das meine nächste kleine Projekt. Tada! Wie soll ich das zeigen? So. Seht ihr, wie lang ist das? So, ich habe schon, es gibt eine Tutorial, wie ich das gemacht habe, da in der Nuckeltechnik, und wenn ihr diese Tutorial gesehen habt, da habe ich auch gezeigt, wie sah diese Schal aus, und die sah nicht so nicht so lang, sie war quasi, ich denke, die Hälfte war von dem, was ihr hier seht. Das war den Merino-Wolle, und ihr wisst, Merino-Wolle, wenn sie in Kontakt mit Wasser kommt, dann sie ist ihre Eigenschaften so, dass sie ist sehr flexibel wird, und normalerweise wir trocknen unsere gestrickte Sachen auf horizontale, ja, aus etwas horizontale und dann trocknet. Und in diesem Fall habe ich anderes gemacht. Ich habe einfach so gehängt an den Trockner, dass er ist vertikal war, und das hat das was gebracht, dass den Minischal ist länger geworden. Da wollte ich das machen. Vielleicht das ist das für euch ein Tipp, ja, wenn es den Schal ein Tick zu kurz, dann waschen die und lassen die hängen an den Trockner, dass die in der Länge ein bisschen weiter geht. So sieht das aus. Ja, und wollte ich nur zeigen, wie es das nach dem Waschen aussieht. Ja, dass es da noch bessere, weiche, ganz flexible Strickstück geworden sozusagen. Und diese Tage, ich habe ab und zu, ich schaue Bücher zur Inspiration, alte Bücher, und in dem Moment habe ich erinnert, dass bei mir ein Projekt liegt, die ich angefangen habe, ein Häkelprojekt, und ich habe über ihn vergessen. Was bedeutet das? Dass ich so viele Projekte habe, dass ich schon ein Projekt vergessen konnte. Könnt ihr das vorstellen? Nein, ja. Ich zeige euch.
Das ist das ein Buch, die wurde mir geschenkt. Dankeschön dafür. Und hat mir ein Häkelprojekt inspiriert. Hier ist alle tolle Häkelprojekte. Ich werde das sofort machen, aber ich denke, ich bin nicht so weit mit dem Häkeln und ich kann nicht sehr lange häkeln. Danach habe ich in den Armen an Gelenken Schmerzen. Wenn ich stricke, dann habe ich diese Schmerzen nicht. So, ich suche jetzt nach diesem Projekt. Einen Moment. Die mich inspiriert und danach werde ich so Pulli mit Kapuze heißt das. Werde ich zur Seite. Dieses Projekt hat mich inspiriert. Das ist natürlich hier keine meine große. Das ist 38 und 42 große und ich musste das Ganze alles umrechnen. Aber wie ich da verstehe, da strickt einfach 2 Teile geradeaus und dann 4 Teile für den Armen auch geradeaus. Da konnte ich schaffen. Ja, da konnte ich schaffen. Und ich habe mir gedacht, das ist dann perfekte Wolle dafür. Das ist den Knoppelwolle. So, schaut ihr mal. Das ist der Knoppelwolle, ja. Und ich denke, das ist das perfekte Wolle dafür. Diese Wolle habe ich in Wollehalle gekauft. Und hier ist Zusammensetzung 46% Kaschemir, 46% Schuhwolle und 8% Polyamid. Und ich häkle. Soweit habe ich schon. Ja, ich musste auch ein paar Mal von neu anfangen, weil ich konnte nicht den Rand gerade kriegen. Und hier seht ihr, hier ist schon ein bisschen hier anderes, weil inzwischen habe ich den Häkelnadeln gewechselt. Ja, zuerst habe ich mit den kleineren angefangen und danach auf den groß, ja, eine Höhe gegangen, ein großer Höhe gegangen, weil hat mir besser gefallen. Und diese Noppen, da gibt es hier zum Beispiel einen großen Noppel und der ist besser mit dem Häkelnadel quasi zu arbeiten. Ja, dann hängt er irgendwo nicht in der Masche hängen, sondern geht da rüber und dann ist das. Ja, ich weiß nicht, wann werde ich das fertig, aber das ist mein vergessenes Projekt und ich habe gedacht, na, soll sowas nicht machen. Aber irgendwann langsam und dann konnte ich präsentieren euch ein schönes Projekt. Ein schönes Projekt. Was wollte ich euch? Meine Pläne. Jetzt zur Zeit mache ich irgendwie nichts. Nach dem größeren Projekt wollte ich ja was Kleines machen, aber ja, irgendwie komme ich auch nicht dafür und mache ich nichts. Stirnband stricke ich auf der Kurbelmaschine. Aber ich habe nach der Pause der nächste Projekt auch eine kostenlose Anleitung. Konzept bei Katja, Miska, Socks and More, diese Pollynder zu stricken. Ich habe diese 2 Farben
den in Rot und diese Weiß, Blau und Braun, 103 und 104. Und ich denke, ich nehme diese 103. Wenn ihr wollt, die Farbe, dann könnt ihr da im Shop nachschauen. Und kostenloser Versand, und ab 2 Knollen kann man 10% bekommen. Aber laut der Anleitung für diese Polunder braucht man wieder 3 Knollen. Das ist wahrscheinlich, die ist Oversize eher, dass die an der Breite kommt. Und in Einleitung auch steht, ich sage euch jetzt Deutsch, in Anleitung auch steht, aufgrund der technischen Eigenschaften des Produktes kann der Verkauf der Farbabschnitte aufgrund der technischen Eigenschaften des Produkts kann der Verlauf der Farbabschnitte unterschiedlich ausfallen. Ja, das soll nicht so, die sagen schon, dass es nicht den 100% wahr wird, die hier abgebildet ist. Dieses Modell wurde aus Farbe 101 gestrickt, und das ist das aus Sockenwolle 6-fardig. Und ich denke, ich werde entscheiden für den roten. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Dass es mit dem Waschen ist alles gut. Die Wolle färbt nicht. Gott sei Dank. Und die letzte, was ich euch zeigen wollte, das ist ein Geschenk. Ich wollte das auch mich bedanken. Das ist eine Mosaik, eine Geschenkkarte, und diese Mosaik macht Spaß, wirklich, das zu machen. Und danach kann man als Gratulationskarte da unterschreiben oder Geburtstagskarte. Das ist eine wirklich gute Alternative, wenn man eine fertige Karte kauft. Das ist das auch, dass du dabei Spaß hast. Das wurde mir geschenkt. Und heute ist das alles, was ich euch zeigen wollte. An dieser Stelle wollte ich mich bedanken an die neu kommenden Leute, ja, die mich gefunden haben. Dankeschön für Ihre Abo, Dankeschön für den Daumen hoch. Wenn Sie an dieser Stelle schon sind, dann bitte Daumen hoch machen. Das wird mich riesig wirklich freuen. Und hoffentlich, dass die neue und alte bleiben noch mit mir und werden meine Video anschauen, und dann vielleicht werden die da was für sich finden. Ich habe noch den Projekte in Sinne, die ich vor der Kamera stricken werde. Ja, ich habe gedacht, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Und dann habe ich entschieden, das zu sagen. Ich werde eine Polunder stricken aus dickerer Wolle, die in meinem Lager liegt schon lange. Das war eine Polunder, habe ich schon euch gezeigt. Ich denke, Januar vor 1 oder 2 Jahren, weiß ich nicht, habe ich die ausgetrennt, und ich wollte jetzt
eine Polunder stricken mit Vollpotent vor der Kamera, aber schon auf eine große XS oder S. Ich finde, dass diese Wolle passt zu dieser Kleidungsgröße und werde ich das verschenken. Genau, ich weiß, an wem werde ich das verschenken. Und dann, wenn ich das machen wollte, dann musste ich bis Januar fertig sein. Ja? Bis Ende Januar habe ich dann Zeit. Haben Sie Interesse dafür? Okay, ich habe das angekündigt, werde ich das machen. Ja, das ist da Riesenarbeit, das braucht die Zeit, aber ich habe das schon gesagt und deswegen, das wird noch dass ich das mache. Sowas. Das ist meine, wie sagt man das, Motivationswörter. Und an dieser Stelle werde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch viel Zeit für unser Hobby und bis zum nächsten Mal. Tschüss!